Moin Leflü und willkommen zurück bei mir Radbot und hey Ali Hoppa. Wie geht's euch, Freunde? Ich bin zurück vom schrecklichsten Wacken meines Lebens. Zurück. Und dann sehne ich mich logischerweise nach der Karibik. Wir haben es 1879 und ich habe es nicht ganz geschafft, aber fast ein denkensreicher Zeitpunkt für die schwedische Geschichte. Wir haben hier Puerto Rico, die nördlich, oder die britischen Jungferninseln. Hier werden die französischen Jungferninseln. Ich frag mich nicht, warum die dänisch sind. Es müssten die französischen werden eines Tages. Dann haben wir Anguilla, ähm, Saint-Martin und hier das kleine Fleckchen unbekannte, unbenannte Fleckchen Erde ist Saint-Bartholomew oder so ähnlich. Ich bin kein guter Franzose. Und das war die letzte schwedische Kolonie, die wir 1878 abgetreten haben und dann unser Kolonialreich aufgelöst haben. Glücklicherweise ist das nur in der langweiligen Realität passiert. Wir Schweden haben ein doch ganz erfolgreiches Unternehmen gegründet, nämlich die Forstwirtschaft, das Forstwirtschaftskonsortium, das gerade Westafrika kolonialisiert. Derweil sind wir hier in Nordafrika unterwegs, Algerien, Libyen etc. Wir sind hier in Jemen, in da. Ihr wisst schon, ne? Saudi-Arabien etc. All das ist uns. Dann hier unten Südafrika. Ich weiß gar nicht, was das hier alles ist. Das ist Madagaskar, so viel kann ich schon mal sagen. Ansonsten, ich habe Geowissenschaft studiert, nicht Geografie. Ich weiß, was unter der Erde passiert. Geografen malen die Karte halt am Ende bunt an. Egal. Ja, wir starten ins Spiel. Ich anpause ganz optimistisch. Wir haben ein Plus von, ich kann die Zahl nicht lesen, so hoch ist sie, 68.000 Krönchen. Wir ballern um uns mit Bausektoren. Unsere Gesetze, unsere Regierung liebt uns. Unsere Gesetze sind, naja, fast schon modern. Wir haben einen Kapitalismus, der seinesgleichen sucht. Besteuerung ist so fair wie nur irgend möglich. Die Bauern leben quasi auf den Kosten der Leute, die hier arbeiten. Wenn man das mal böse ausdrücken will, nur ein Spaß. Natürlich nur spaßig gemeint. Oh, wir kriegen eine freie Kompanie. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Die unsere neuen Mitbürger sind ein bisschen außer Rand und Band. Die finden uns nur so mittelmäßig. Wir haben eine extreme Reaktion. Ja, dann macht doch die Volkspartei stärker. Die heißt doch schon Volkspartei, das kann so schlimm nicht sein. Können wir sie auch gleich wieder schlechter machen. Ist immer noch ein Netto-Plus von 10%. Wir haben hier Krieg. Was bist du? Egal, du bist jetzt weg. Und meine 6 Spießgesellen ohne General hier. Olaus Tulstrup. Du klingst wie jemand, der ganz viel Spaß hat, hier in der Sahara rumzuklöppeln. Und wie gesagt, unseren neuen Mitbürger ein bisschen zurechtzuweisen. So, was habe ich gesagt? Wir haben eine neue Kompanie? Das ist ja mal was. Ach ja, stimmt. Wir haben Ikea gegründet. Das muss natürlich noch ein bisschen wachsen. Da arbeiten wir dran, ne? Du könntest Bleiminen? Achso, weil du auch Glas machst. Ja, Ikea macht auch Gläser. Ich habe heute erst aus einem getrunken und ich werde nicht müde zu betonen, dass ich das auch wieder tun würde. Bleiminen. Haben wir denn schon wen anders für Bleiminen? Nö und nö. Ja, das Blei ist ja eigentlich eine schöne Idee. Aber lass uns erstmal gucken, was wir noch so haben. Wir könnten The Bears Consolidated Mines LTD machen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wofür das LTD steht. Das werde ich nachreichen, wie man so in der Schule so schön gesagt hat. Die kaufen natürlich unsere ganze Goldminen leer, ne? Haben dann aber einen höheren Einflusshebel und können besser andere Leute in unseren Machtblock zerren. Auch nicht schlecht, aber geben natürlich auch keine Prestigeware. Kaffee. Ja, Kaffee ist auch nicht so unser Ding, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Opium. Bringt Opium. Wir hätten hier so ein bisschen Opium. Ich weiß gar nicht, ob wir das kolonisieren, also erobern können, aber versuchen kann man es. Wir könnten Edelgetreide machen. Aigo. Also Nokia hätte ich schon gern noch. Produzieren auf Feinpapier, das ist schon mal gut.
können das sogar machen. Wir brauchen nur ein Usima. Ah, wir brauchen nur ein Usima, was wir nicht haben. Glaube ich. Nee, ist gut. Gut. Frag mich doch nicht, wie das heißt. Usima. Übrigens, ich übernehme wie immer keine Verantwortung darauf, dass die Worte richtig ausgesprochen sind. Aber du kriegst trotzdem mal Papierfabriken und dann werden wir uns Nokia unter den Nagel reißen. Andererseits, jetzt wo ich es laut ausgesprochen habe, wir haben doch auch noch Norlandwaffen. Auch nicht schlecht. Nein, wir haben doch noch eine andere schwedische Kompanie, die doch auch recht bekannt ist. Oder war das Nokia und ich verirre mich? Ericsson haben wir doch, das meinte ich doch eigentlich. Aber dafür brauchen wir erstmal Telefone. Dann können die Ericsson-Apparate Premium-Telefone machen. Böhm. Ja, Böhm haben wir nicht. Meißen ist auch ein Böhm, oder nicht? Das ist ein Sachsen. Ja, gut. Macht auch Sinn. Gut, dann wird unser nächster... Aber, du machst nur Telefone. Was kannst du denn noch machen? Eisen. Na gut, das brauchst du eigentlich nicht, ne? Aber Wohlstand, Bildungszugang, das ist gut. Das wollen wir. Und Ericsson ist natürlich auch so ganz nett. So als rollenspielerisches Gimmick. Und Nokia... Autos. Papier machen wir dann hier mit Nokia, ne? Ihr macht Papier. Du kannst auch, ja, Telefone kriegst du da nicht, aber Strom könntest du erstellen, Nokia. Strom kannst du machen. Wir scrollen hier nochmal so ein bisschen. Wohin soll die Reise gehen? Ja, Stahl wäre natürlich auch, Edelstahl ist auch immer schön. Mögliche Kompanien, da werden wahrscheinlich nie glücklich mit. Edelstahl, ne, das wäre halt wirklich, das wäre nochmal was. Aber ich fürchte, dass wir Asturien jetzt nicht so einfach erobern werden. Apropos Asturien einfach erobern. Ist unsere andere Kompanie nicht Stahl? Ah, ich bin doch schon Edelstahl her. Jammer ich denn? Auch noch schon Edelstahl. Na gut. Dann wird als nächstes Nokia entwickelt. Wir kämpfen hier für das Stimmrecht. Oh, klar. Stimmrecht ist gut. Wir sind hier auf dem liberalen Pfad und so. Wir brauchen noch Multikulturalismus, öffentliche Schulen und Meinungsfreiheit. Und brauchen die Intelligenz ja auch in der Regierung. Oh, hier haben wir auch eine ganze Menge Truppen. Du hast sogar einen Anführer, dann kannst du dich ja mal um diesen Spaß da kümmern. Oh, ich habe einen ganzen Haufen Anführer. Vielleicht gehst du mal nach... Oh, weiß ich auch nicht. Löst dich auf? Auch nicht so schön. Apropos auflösen. Hatten wir denn die neuen Armeen schon? Nein, das heißt, wir müssen hier nochmal demnächst unseren Reichtum auch ins Militär tragen. Wir haben immer noch mangelnden Bau, wir haben immer noch mangelnden Transport in Algerien. Wir machen Ferien in Algerien. Dann lass doch mal in Algerien hier was bauen. Wo ist das Problem? Hafen. Wache. Oh, du machst nur Infrastruktur, du machst gar nicht Ding, ne? Hier gehen uns die Leute aus, oder was heißt das? Ja, das wird abgebaut, ne? Das ist ein Privatbesitz, wird abgebaut. Warum? Anziehung ist doch eher ein bisschen niedrig. Du bist aber auch nicht mein Staat. Das könnten wir mal ändern eigentlich, Algerien, ne? Und Oranien. Oh, Oranien, ja, Uran. Konstantin. Du gehörst zu Konstantin. Ne, überraschenderweise. Französisch, Uran und Algerien könnte man eigentlich auch mal sich ausleihen. Ich kann dich wahrscheinlich nicht einfach angreifen, ne? Wir haben dich, glaube ich, befreit. Wie sieht es denn hier mit Machtblock aus? Konstantin, willst du nicht in unseren Machtblock? Machen wir das doch mal. Volkspartei, Interessengruppen für die Schweden. Naja, gut, für die Kirche meine ich. Lieber nicht. Auch das eigentlich lieber nicht, aber gut. Wie sieht es denn eigentlich aus gerade so? Die Landvolkpartei geht ab. Volkspartei ist in Ordnung. Sozialdemokraten verlieren, wie in der echten Welt. Die alte Landvolkpartei, die nimmt auch ordentlich zu. Volkspartei verliert, obwohl sie ein extrem hohes Momentum hat.
Apropos verliert, wir verlieren Geld, weil wir, naja, nun eine relativ hohe nicht realisierte Steuern haben. Auch da müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal nachziehen. Entwicklung? Ach, städtisch war das, ne? Nee. Ach so, ich war schon auf Entwicklung. Upsi, Daisy. So, wer will denn mal Steuern zahlen? Es will immer keiner. Algerien muss aber. Aber da haben wir eine schlechte Baueffizienz. Ja, ist gut. Norland? Ach, du hast aber wenig Bevölkerung, ne? Die da irgendwas reißen können. Uran ist schon wieder unerträglich glücklich. Ja, wir haben das gewonnen. Das überrascht mich jetzt auch nicht so richtig. Transvaal. Auch nicht so glücklich. Skåne auch nicht so gut. Gotland auch nicht so gut. Weißt du was, Norland? Du musst hier halt dann mal... Nützt ja nur nix. Wollen wir denn am meisten? In Uran. Uran? Nicht mal unser Hauptort. Hier ist Svealand, da muss auch noch mit rein. Haben wir hier eigentlich noch die Greener Grass Campaigns laufen? Ja, ne? Norland, Guterland, ja. Das haben wir alles ordnungsgemäß. Haben wir das hier am Laufen? Krankheiten unter den Verwundeten. Die Tower des Krieges haben eine schlechte Genehmigungsrate. Ich weiß gar nicht, dass wir im Krieg sind. Wir machen Agrarindustrie. Das wollen wir ja eigentlich auch, oder? Ja, wollen wir doch auch. So, aber das Papier ist fertig. Ne, das Papier ist nicht fertig. Wir haben da nur was vorgeschoben, ne? Ne, Papier ist auch fertig. Ach Leute, ich sage es euch. Wer war von euch auch auf dem Wagen? Ich bin immer noch traurig. Bin sogar einen Tag eher abgereist, weil das Wetter einfach so unangenehm war. Also wenn ihr auch da wart, sagt mir bitte in den Kommentaren Bescheid. Das würde mich wirklich interessieren. Wie ihr es so gefunden habt. Was waren eure Highlights? Was ging gar nicht? Fandet ihr auch, dass Extra Rose echt nie so dolle war? So, ich brauche hier 5, die in meinem Besitz sind. Lass denn gehen. Nicht das, ne, kann ich nicht. Muss ich die ja noch schneller bauen, als es irgendwas passieren kann. Wir kriegen einen Anspruch auf Sambesi. Jo, den nehmen wir. Das ist ja eh gleich wieder weg, nehme ich an. Aber vielleicht nicht gleich, aber demnächst gleich. Und machen wir da Freunde, wenn wir die hassen? Auch wieder keiner erklären. Sag einmal, mein kleines Holland. Willst du nicht eigentlich in unseren Machtblock? Wir haben ja Verträge mit dir eigentlich. Können wir da nicht noch irgendwas... Kann man da nicht noch was drehen? Fast schon eine Machtblock-Botschaft? Einen Verteidigungspakt machen. Das findet er gar nicht so schlecht. Dann könnten wir die vielleicht noch... So, und du bist schon wieder nicht so ein Normalo-Typ, ja? Miethilfe willst du gar nicht mehr. Innovationsrechte. Da hinten nicht in Senegal. Oder wir könnten kein Gummi handeln. Schulden dir schon eine Verpflichtung. Wir können kein Gummi handeln auf dem Weltmarkt und alles für uns behalten. Was hältst du denn davon? Nö, bin die Scheiße. Na dann nicht. Jetzt verdammt ich nochmal Nokia gründen. Verdammt mich. Aber es scheint so zu sein, dass wenn wir Krieg führen, wir ziemlich schnell ziemlich viel Geld verlieren. Was können wir denn hier eigentlich machen? Wer bist denn du? Makran. Würden gerne dir helfen. Dafür würden wir nichts bekommen. Können dir helfen und würden dafür bekommen, zum Protektorat machen. Kalat zum Protektorat machen. Hm.
Wohl auch nicht. Will ich eigentlich beides nicht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Habe ich gehört, dass sie das nicht so gut fandet. Spanien. Würde ich gerne in unseren Machtblock einladen, wenn das für dich okay wäre. Ja, Freunde wären in Spanien, da spricht ja eigentlich nichts gegen, oder? Kann ich hier nicht nochmal was drehen? Ja, Handelsprivilegien haben und du kriegst auch Handelsprivilegien mit uns und wir kriegen Investitionsrechte und dafür kriegst du Militärhilfe und Upgrade. Verteidigungspakt haben wir schon. Wir noch irgendwas verschleudern hier. Kunstwerke, Motor, das haben wir alles selber nicht so richtig. Was von dir nehmen, was du loswerden willst. Luxuskleider, die willst du loswerden. Ja gut. Haben wir das doch. Würde ich eigentlich gerne ein Monopol bei dir machen für Ikea. Das wirst du halt nie so ganz hinnehmen wollen wahrscheinlich, ne? Deine ganzen Gummiplantagen kaufen. Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Noch irgendwie Staaten, die du loswerden willst? Kanaren oder so? Nicht so unbedingt. Gib mir halt ein bisschen Geld. Dafür, dass ich die Waren da abnehme. Und auch ordentlich für zahlen, du Lumpi. Ja, machen wir erstmal, bis was Besseres einfällt. So, der Zwei-Mächte-Vertrag trat in Kraft. Ihr sollt jetzt mal Papierfabriken bauen, verdammt mich. Wobei ich Papierfabriken bauen soll, damit ich sie Nokia geben kann. Auch nicht so viel Sinn, ne? Alles egal. Aber ist gut. Eisenbahnwaggons sind wichtig. Immer mehr Transport pro Eisenbahnstrecke. Ist nicht schlecht, weil bei uns ja nun auch Transport nicht ganz billig ist. Kloppt mal auf. So, gegründet. Bevor irgendjemand was machen kann. Jetzt müssen wir hier rauf scrollen. Wie geht's denn Ikea eigentlich? Du bist doch hier, du wirst doch produktiv wie... Weiß ich nicht was. Hast hier keine Sachen? Könnt ihr Monopol auf Papier geben? Ne, können wir nicht, weil wir gar keine Monopole machen dürfen. Aber ich kann dir Handelsrechte geben und natürlich Investitionsrechte. Oh, das reicht gar nicht. Irgendwo anders Autorität erzwingen. Durchlässigkeit vielleicht nicht, aber die grüne Graskampagne in Gotland kann weg. Dafür, Nokia, darfst du dann auch investieren. Und andere Leute Papier klauen. Papiergebäude wegkaufen. Ja, Holz wirst du wahrscheinlich nicht so viel haben, ne? Denke ich mal. Das werden die wahrscheinlich hier so mehr oder weniger aufkaufen. Oh, guckt euch an, wo die überall regionale Akkus haben. Es ist ein Fest. So, Transport in Algerien, Kriegsschiffe, niedriger Lebensstandard, Marktzugriff, ja, verstehe ich. Würde mich auch nerven. Wir können hier mal rummachen. Sambia, können wir doch jetzt, ne? Ja, das ist doch Sambia. Ich weiß nicht mehr genau, wo Sambia ist, aber ich will es haben. Das ist Schwedisch-Mosambik. Also Mosambik im Allgemeinen. Das ist Sambia.
hier... Also irgendwo da ist Sambia. Ah, die eleganten Möbel kommen jetzt langsam auf den Tisch. Auch wenn ich nicht genau weiß, ob man jetzt Ikea wirklich als das Land mit den, oder den Ort mit den eleganten Möbeln bezeichnen sollte. Aber gut. Wir müssen hier mal ein bisschen aufwerten. Hier Schnaps brennen finden wir aber nicht so gut, aber wir machen es trotzdem mal, weil sonst macht es ja keiner. Wir wollen auf jeden Fall Webmaschinen haben. Wir wollen maschinisierte Dingsy-Bumsis haben. Wir wollen Luxusmöbel. Keine Überproduktion, aber schon auch Luxusmöbel. Ja, ist egal. Müsst ihr alle durch. Müsst ihr auch alle durch. Papierbleiche, gerade in Algerien, die müssen da durch. Algerien, Tripoli. Überall, wo Leute frei werden, finden wir ja auch neue Jobs für euch. Ist ja nicht so, dass das dann irgendwie, ne? Dampfschiffe. Marine macht schon nur Hinterlader. Ihr Lümmel. Genau, woran ihr denkt, gerade da am anderen Ende des Empfängers hier. Kennt seine Pappenheimer doch. So, haben wir denn jetzt vernünftigen Sprengstoff? Haben wir, ne? Damit könnten wir uns jetzt richtig schön in eine Krise stürzen. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber lustig wär's. Lassen wir uns das mal machen. Wir können noch mehr Probleme verursachen, indem wir das hier auch noch alles automatisieren. Irgendwer hasst uns auf einmal. Das müssen wir gleich nochmal kurz in Erfahrung bringen, warum das wohl so der Fall ist. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, die Vereinigten Motorenwerke müssen jetzt auf jeden Fall losballern wie die letzten Bekloppten. Stadtzentren. Ja, ich weiß, Motoren sind gerade Mangelware. Aber Fotografie könnt ihr haben. Das ist gut. Das ist gut. Säkulare Verwaltung inzwischen, bitte. Schon wieder Aufständische. Hartholz brauchen wir nicht so. Das brauchen wir. Gummi brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht so richtig, aber nehmen wir trotzdem mit. Dampfschlepper natürlich. Walfänger auch mit Dampf. Natürlich die Eisenbahn mit Dampfzügen. Das ist dann mehr Kohle, aber das macht ja nichts. Stahl. Am Ende irgendwo auch mehr Gewinn. Handelszentrum Massenhandel. Oh, da wird viel Handelsmarine verbraucht. Und das erstmal nicht im Massenhandel nehmen. Und den Mengenhandel. So, und jetzt könnt ihr Stahl, Eisen, jetzt können wir hier bauen bis zum St. Nimmerleinstag. Wir brauchen Stahl, wir brauchen Motoren. Offensichtlich brauchen wir Munition. Sprengstoff, Glas. Das sind alles Dinge, die wir jetzt brauchen, wie... Komm, Verbündeter, hilf mir da doch einfach mal. Was bist du denn? Maravi. Ach, das hat jeder, der da unten rumklöppeln, ne? Ja. 10 Mann und ein Befehl. Inder. Harte Arbeit und harte Arbeiter. Ich will keine Autorität verlieren. Das jetzt eigentlich nicht. Ich könnte hier mit den Steuern ein bisschen runtergehen, ne? Ich könnte hier eigentlich auch ein bisschen mit raufgehen. Dann hätte ich schon wieder 100 Autorität. Dann könnten wir nämlich die grüne Graskampagne in Götaland schon wieder einsetzen. Was ja durchaus auch von uns gewollt ist. Was wir jetzt tatsächlich mal bräuchten, wäre Russland, die hier irgendwie irgendeine, wie auch immer gearteten Krieg ausbrechen, weil wir kriegen ja schon auch viel Hilfe. Preußen wahrscheinlich eher auf deren Seite, Österreich auf jeden Fall auf der russischen Seite. Spanien vielleicht auf unserer, Belgien nicht so, Niederlande sind mir egal, die sind mir eigentlich auch alle egal. Preußen hasst uns dolle, die werden also auch auf der anderen Seite. Wahlweise könnten wir uns Finnland knappen. Dann wäre das wahrscheinlich ungefähr genauso. Ich weiß nicht, warum Österreich mich so hasst. So, weil die mich einfach hassen. Ihr hasst mich ja wirklich. Ich meine, Preußen,
kann ich schon auch verstehen, warum die mich jetzt nicht so gern haben. Aber wir könnten hier eigentlich noch mal ein paar Länder befreien, oder? Hier Mecklenburg zum Beispiel. Willst du nicht Protektorat werden? Teuer. Hamburg, willst du nicht Protektorat werden? Achso, du willst. Hier habe ich noch andere Pläne. Bremen, ja, noch andere Pläne für. Braunschweig. Hat man bei dir gearbeitet. Will nicht mein Protektorat werden? Preußen unterstützt natürlich, das ist logisch. Großbritannien, ey, da will ich eigentlich nicht, dass sie da rein löppeln mit. Ich glaube, wir werden ein bisschen, eine Idee friedvoll. Kann diese Einigkeitsliga sich da nicht mal auflösen eigentlich? So viel verlangt. Die finden mich alle doof. Mir ja auch alle doof. Viele. Kleines, mir irgendwie nicht so geläufiges kleines Etwas. Du wärst ja eigentlich ein perfekter Kandidat, um ein bisschen gequält zu werden. Nordperu übrigens auch. Ecuadori? Wie sieht es denn mit dir aus? Werden nicht annehmen, ja, nun gut. Das überrascht mich eher weniger. Könnten auch Venezuela. Ja, Brasilien, Sizilien, Neugranada, Chile, die werden da alle auf deren Seite. Neugranada, Panama, der Panama-Kanal wurde sich schon gesichert, ne? Costa Rica? Ah, da haben wir keine Interessen. Da hätte ich eigentlich Interesse dran, aber nun gut. Was haben wir hier? Ich hätte die auch unterstützt, so ist nicht. Ach, wir bauen noch Goldminen in Transvaal. Hoai, hoai. Das wird mal Zeit. Mein privater Bau geht überall hin, nur nicht in mein Land. Das ist schon mal auch gut. Hauptsache die Welt fett und reich. Ich will mehr. Eigentlich will ich mehr Sachen hier in den Niederlanden haben. Aber ihr seid auch schon in einem Machtblock, ne? Brüssel auch. Oder nicht? Nö. Können sie gar nicht. Konziliation, das ist, da sind sie drin, aber ihr seid ja nicht. Brüssel, ich habe die Sache falsch gesehen. Du seid doch mein Freund und nicht mein Feind. Ja, oder wir erobern dich. Ging auch. Nee, wir wollen erstmal nicht mit mir handeln. Österreich, du bist ja auch zurück. Handelsprivilegien gegen Handelsprivilegien tauschen. Investitionsrechte gegen nix. Finden die noch nicht so gut. Kannst 25 Jahre, wenn du nichts dagegen hast. Bündnis können die abschließen. Die Franzosen, die haben sich schon wieder. Hasst mich schon wieder. Jetzt schon wieder aus dem Vertrag ausgebüxt, ne? Ihr kleinen Lümmels. Gut. Also nicht gut, aber ist dann eben so. Wir könnten anfangen, unsere Armee etwas zu etwas abzugraden, sage ich jetzt mal, auf Neudeutsch. Und damit sollten wir anfangen mit der Grabeninfanterie. Ja, das war schon mal wieder sehr gut, Henning. Toll gemacht. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen Grabeninfanterie. Dauert 3 Jahre. Innovation ist on peak. Dann brauchen wir hier. Oh, wir gucken nicht. Philosophie, Menschenrechte, braucht das irgendwer? Steuerungskapazität, Feminismus. Ja, auch nicht schlecht.
Oh, Stahl. Auch nicht schlecht, aber das wird natürlich dann teuer irgendwann. Vulkanisierung. Das brauchen wir eigentlich. Aber ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Vakuumierung, Stromerzeugung. Den Verbrennungsmotor. Elektrische Komponenten. Bis das passiert ist, oh, fließt noch eine Menge Wasser durch die Ems. Wer bist du denn? Ulaanbaatar? Ah, die 6 tapferen Gesellen müssten wohl nach da ausbrechen. Französisch Senegal. So, ich kann natürlich keinen Krieg erklären, wenn hier gerade dieser Unsinn läuft. Massina, das brauchen wir auf jeden Fall auch gleich noch. Das müssen wir noch massiv ausbauen. Holzverlager in Zululand. Schöne Sache. Und noch einen Haufen Kohleminen. In Kohle ist, was wir gerade brauchen tatsächlich. Hier 10 Mann, ne? Was? Ihr geht mal nach diesem Land hin. Das große Zug zerschmettern. Klingt ja auch gut. Ihr lasst euch zermürben. Das wiederum klingt weniger gut. Müssen wir alle Einheiten aufwerten. Dann werden wir hier die Mobilisierung starten. Wie geht's eigentlich unserer Flotte? Wieso seid ihr nur noch 20 Schiffe? Wart ihr nicht mal irgendwie viele? Nein? Träumt? Unsere Flotte. Wie sieht es denn eigentlich flottentechnisch aus? Oha. Torpedoboote. Bitte? Was habe ich denn euch getan? Die hassen uns auf einmal. Wieso hasst ihr uns denn auf einmal? Oh, Vereinigten Staaten. Auch nicht schlecht. Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen sie ja nun mal irgendwie, ne? Wisst ihr wohl. Ja gut. Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass Britannien, Amerika und die Franzosen uns hassen. Das ist meist eher schlecht. Gegen Russland ist unser Feind. Preußen ist unser Feind. Wir haben nur Österreich. Dazu sagen, dass Österreich in diesem Spiel verhältnismäßig stark ist. Aber es ist auch nicht so, als wäre Österreich jetzt so richtig unser Freund. Stahlbau? Oh ja, das könnte teuer werden. Werkzeuge gingen sogar einigermaßen. Stahl und Glas werden und Explosives, also Sprengstoff, wäre völlig Banane. Ich kann uns irgendwie einigen. Handelsprivilegien gegen Handelsprivilegien. Findest du nicht gut? Investitionsrecht finde ich nicht so gut. Wieso magst du mich nicht? Österreich, wer ist denn so dein Freund? Die Wahl ist zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja gut, der Louis. Jetzt kommt der verdammte Franzose wieder an. Wir uns Verteidigungspakt machen. Minus 100. Minus 89. Kohle. Wir haben so viel Kohle. Kohle können wir uns bewerfen. Kohle ist schon was Gutes für dich. Das haben wir alles in den Lebensmittel, Munition. Das ist alles eher Mangel. Hast du denn noch was wir haben wollen? Vielleicht Lebensmittel oder sowas. Luxusmöbel. Ah, können wir auch nehmen. Wein. Können wir auch nehmen.
Okay. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen, wir brauchen noch ein bisschen. Wir machen keine Subvention für dich auf Eisen. Wir machen keine Subvention auf Glas. Bringt nicht so viel. Luxusmöbel. Wir machen keine Subvention auf Möbel im Allgemeinen. Ich würde sogar noch eine Zollfreiheit für dich für Eisen rausschlagen. Ich würde noch eine Zollfreiheit für Glas. Bringt ja auch nicht so viel. Luxusmöbel für dich rausschlagen. Normale Möbel. Aber das reicht dir noch nicht, wa? Weltmarkthandelsverbot von Eisen kann ich machen. Von Glas. Das ginge technisch gesehen. Luxusmöbel, Möbel. Luxusmöbel handeln wir nur mit dir. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt hier auf Ablehnen drücken. Der Franzose uns den Krieg erklärt. Wir müssen noch ein Kriegsziel her. Staatenrückgabe. Algerien. Staatenrückgabe Oranien. Ja, will ich gar nicht. Bin doch ein bescheidenes Panda-Bärchen. Und dann allerdings eventuell auch diesbezüglich den einen oder anderen Krieg führen, aber das macht ja nichts. Wir sind ja eine durchaus kriegserprobte Nation. Fragezeichen. Hier geht mal lieber an Land. Was? Was denn? Verbündeten einfordern. Mit Verpflichtung beeinflussen. Wie ist das eigentlich scheißegal? Oh, mit Verbündeten einfordern. Du kannst auch. Komm mit rein. Du kannst Kriegsziel, Landesbefreiung, Okzitanien. Wenn dich das glücklich macht. Jetzt haben wir gerade niemanden mehr, ne? Die sind ein wenig verunsichert. Polynesien. Ich weiß nicht mehr, wo das liegt. Staaten erobern. Was hat Frankreich denn so Schönes? Französisch Kongo. Französisch Guyana. Das ist der Spaß hier, ne? Hätten wir tatsächlich hier vom Kontinent hätten wir dann was. Oh. Wie sieht es hier aus? Das ist Dänisch, Französisch, Carnatic. Ne, das wir hier gar nicht. Französisch Kongo können wir noch nehmen. Oh, Französisch Gabun nehmen. Da hinten, da brauchen wir diese 6 Mann. Die ich eben auch dahin stellen. Dann brauchen wir kurzzeitig eigentlich auch nur, heimische Häfen. Wo ist denn die Infrastruktur gerade? Katastrophal. Hier. Westkarelien. Österbotten. Baut Häfen, bis der... Weiß ich nicht, was passiert. Bis irgendwas Lustiges passiert. Jedenfalls baut ihr jetzt Häfen. Da kann man auch viel kaputt machen. Was ist los? Die Organisation, ja, logisch. Ich gehe hier gerade doch noch mal hier hin eventuell. Macht aber nur Defensive. Oh, jetzt kommen die mit den Bahnen an.
Das ist ja nur noch ein Witz, ne? Ja, 14.000 Mann. Dahin. Hier irgendwo 10.000 Mann? Dann habe ich die aufgelöst. Hier, da haben wir 10.000 Mann. Wo wohnt ihr denn noch? Hier. Na, gucke. Da wohnt ihr doch schon fast perfekt. Irgendwie 21.000 französische Soldaten, aber sagt ja auch nur, ihr wohnt da fast perfekt. Und jetzt müssen wir Häfen bauen bis zum St. Nimmerleinstag. Österreicher sind mit uns. Sardinien, Piemont ist mit uns. Spanien. Das ist ein vielleicht guter Verbündeter. Tue ich doch vielleicht. Ah, wir haben schon wieder Öl entdeckt. Tschad. Ja, warum wird das hier nichts? Weil ihr sinkt. Verliert an Produktivität. Das ist aber nicht gut. Ihr müsst an Produktivität zunehmen. Okay, der Krieg ist ausgebrochen. Jetzt hilft uns auch kein Beten und kein Betteln mehr. Okay, das habe ich befürchtet. Ich habe nämlich auch gerade gar nichts, was ich dagegen tun kann. Können wir vielleicht das Ziel nach da verlegen. Da fertig bist. Und vielleicht hier einmal Hälfte machen. Diese Hälfte mal bitte nach Svealand schicken. Du hast Nordafrika erobert, ja? Das ist schon mal gut. Okay, kriegen hier Götaland, Svealand. Okay, da sind jetzt 20.000 Mann. Das Bombanerland hier unten. So, hier, ihr 6 Mann. Ihr sollt bitte nicht eine Invasion planen. Ihr sollt bitte eine Marineinvasion starten. Und war das die Mission? Was ist das? Ah ja, das ist das. In 13 Tagen können wir hier starten. Da sind schon die 39.000 Mann. Möglicherweise haben wir noch Boote, die das hier bekämpfen. Wie kann ich denn jetzt hier was gegen machen? Oder kann man da nichts gegen machen? Das ist die Götaland und das ist Svealand. Okay, jetzt kannst du da gegen anargumentieren, oder wie? Obwohl die Flotten da noch kämpfen, kann ich da nichts gegen tun. Okay. Klingt fair und gar nicht irgendwie doof. So. Du, hier 14 Mann. Müsst ihr mal irgendwo rumerobern. Weiß auch nicht wo und was genau, aber ihr findet schon was. Respektiv wen. Streitkräfte wollen den Ethnostaat, das könnt ihr vergessen. Die Verrufenheit verringert sich um 10. Das ist schon mal gut. Eventuell. Wohl nicht.
Gold in Nordkap ist erschöpft. Dann können wir sowieso mal alles, was wir so an Gold finden, mal abbauen. Ah, die Armee hier vorne, primär stehend aus Spaniern, die klöppeln da ganz gut durch, muss ich sagen. So, wenn meine Armee das jetzt mal erobern könnte. Dankeschön. Dann müsstet ihr eventuell mal nach hier in der Nähe gehen. Das hier oben habt ihr im Griff, Leute, ne? Ihr lasst ihr keinen Franzosen auf schwedischem Boden. Macht ihr gut. Und 50 Filipinos. Wir müssen jetzt den Kampf in die Alpen tragen. Kann im Grunde gar nicht schief gehen. Was soll da passieren? Hier, da verlieren sie, da haben sie gewonnen. Hier verlieren sie 1000 Mann zu 12. Wir verlieren da den Angriff, den gewinnen wir haushoch. Das Ziel muss sein, Paris zu erobern. Das ist klar. Hier gewinnen wir natürlich auch klar. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug Häfen in Planung, sage ich mal. Und andererseits, die brauchen wir natürlich auch für die besseren Häfen am Ende, ne? Ja, ich will wieder jetzt. Ach mal, halblang hier. Brauchen wir auch für das bessere Handelszentrum. Nicht, ich sag's noch, Handelszentrum. Da geht unsere Handelsmarine, wird dann sehr, sehr teuer. Und das trotzdem mal. Vielleicht bauen wir dann doch noch mal irgendwo da, wo es sich lohnt. Da, wo wir heimisch sind. Oder noch mal ein paar davon. Jetzt schon mal minus 111, das ist schon mal gut. Genau, wir haben Machtblock. Wollten ja eigentlich in den Innenhandel gehen, ne? Den brauchen wir. Reduziert den Malus, den wir hier kriegen. 5% ist jetzt nicht die Welt, ja, aber die wir abermals brauchen, ne? Unsere Kompanien, die schwächeln jetzt wahrscheinlich ein bisschen, dadurch, dass wir so viele Handelsmarine und Handelspunkte und sowas einbüßen. Ja, ich finde unser Volk finde ich eigentlich ganz gut, unsere glorreiche Nation. Haben wir denn alles, was wir eigentlich wollen? Okzitanien haben wir nicht. Ich weiß nicht, wo das ist. Das ist Okzitanien. Oh ja. Das wollen wir befreien. Haben wir aber was vorgenommen, Leute. Das muss ich ja auch mal sagen. Dahin. Hier mal nach da eventuell. Ja, ich möchte, dass die Menschen im Jemen genauso zu uns gehören wie die anderen Menschen, die wir hier so in unserem Reich haben. Christliche Partei. Wir nehmen Papierfabrik durchsetzt. Das klingt besser. Okay, die Franzosen brechen hier gerade echt ordentlich durch.
Das einmal halten, eventuell. Spanier können wir, glaube ich, gebrauchen. Nicht an, dass wir da landen können, oder? Sturm auf die Normandie. Schon immer funktioniert. Verteidigt die Front nur noch. Okay, Sardinien, Piemont zieht sich zurück. Junge, wie schnell sind die denn da? Der fliegt da durch und ich brauche mal eine Woche, bis ich ihm wieder irgendwo mal ankomme. Und die fliegen da mal so. Hm. Das so richtig ist. So, wir haben auch gar keine Wehrpflichtigen ausgehoben, ne? Das so richtig ist. Ja, hier, der kleine Trupp kann mal alles, was wir so an Wehrpflichtigen haben. Und ihr mal ausheben hier. Und Gründeanfänger. Persien. Ich will die Invasion auch gerne abbrechen. Du gehst nicht zum Rhein, sondern dahin. Okay, Spanien gibt auch auf. Wer bist denn du? Marokko. Willst du nicht auch aufgeben? Olof ist unser Kanzler. Toll. Protektionist. Ist nicht so gut. Wir können die Intelligenz hier schon mal reinholen. Die sind nämlich auch Protektionisten. Warum seid ihr denn alles Protektionisten? Kann nicht was Tolles sein, wie autoritär? Ich finde doch alles, was wir hier haben, eigentlich kacke. Ja, kulturelle Ausgrenzung, da steht, glaube ich, gerade keiner drauf. Das brauchen wir, glaube ich, nicht versuchen. Kirchenschule, können wir die abschaffen? Naja, das können wir versuchen. Der Widerstand ist nicht ganz klein. Gummi soll unsere Welt antreiben. Und so weiter und so fort. Wo ist die Armee, die hier unter Wehrpflichtige aushebt? Ihr könnt auf jeden Fall schon mal nach da gehen. Und ich glaube, die haben das hier eigentlich auch ganz gut unter Kontrolle. Das dann alles erobert hier? Ich Kapun und so haben wir alles erobert, ja? Okay. Ich sage ja nichts. Gut. Muss jetzt nur derjenige raus, der will, dass wir Okzitanien befreien. Das wäre Marokko. Weiß nicht, ob das passiert. Ich glaube aber auch nicht, dass die abhauen wird hier. Kongo und Gabun kannst du auch noch behalten. Den Rest will ich aber eigentlich haben. Ja, Persien. Persien hat ein Problem, würde ich sagen. Kannst du noch so viel machen, wie du willst.
Das werdet ihr wohl nicht überleben. Gut. Nächste Muhamara. Nehmen wir noch, da gibt es Schlimmeres. Hier, ihr könnt eigentlich mal dahin gehen. Und ihr könnt eigentlich auch noch mal dahin gehen. Föderierten Schandstaaten. Wer zur Hölle sind denn die föderierten Schandstaaten? Siam? Kambodscha? Luangpang? Die föderierten Schandstaaten. Das ist ja was. Hab ich auch noch nicht gesehen. Oma. Tja. Ich glaube, da habt ihr nicht so die große Chance. Die Welt wohl unabhängig etc. Auch schön. Möchtest du nicht in unseren Machtblock? Wir können auch eine Lobbyfinanzierung starten. Ich meine, wir haben jetzt gerade kein Geld, aber grundsätzlich können wir es ja trotzdem tun. Die wollen wir haben. Konstantin wollen wir haben. Ägypten wollen wir die auch haben, oder nicht? Ja gut, die mögen uns jetzt alle nicht so sehr. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Marokko würde ich eigentlich auch erobern, aber wahrscheinlich auch noch wieder Zeit. Katanga. Katanga alles. New Guinea, wie auch immer. Ja, die Franzosen führen schon ordentlichen Krieg, das muss man sagen. Wir haben dem noch nicht so besonders viel entgegenzusetzen, auch das muss man mal sagen. Die übertreiben hier vielleicht gerade ein bisschen. Das muss man sagen. Wir könnten jetzt hier richtig Kasala gehen. Wir haben die letzten Monarchisten ausgelöscht. Nix Royalisten mehr. Wir haben immerhin schon mal die Staatsregion nicht beschlossen. Jetzt müssen wir die Intellektuellen noch mächtig machen. Wie auch immer wir das hinkriegen. Wenn wir die Kirche von Schweden schon mal rausklöppeln. Das wäre gut. Die Industriellen. Eigentlich muss alles raus. Streitkräfte brauchen wir. Naja, gut. Wir machen uns schon stärker im Kampf. Ne? Brauchen wir nicht so übertrieben. Was ist denn hier eigentlich los? Wieso passieren hier solche Dinge? Wieso kommt er hier über unsere Grenze? Warte mal, hier 88 Mann. Bleibt man vielleicht doch lieber hier. Naja, Aufruhr, Aufruhr. Immer nur Aufruhr. Sich hier gleich Oranien erobert, ohne dass er was damit zu tun, also mit uns zu tun hatte. So, heimlich halt. Klamm und heimlich. Ich will doch nur, dass er Marokko rausgeärgert. Na, dann müsste ich eigentlich gewinnen. Eine Panzerschiffknappheit? Brauchen wir überhaupt Panzerschiffe?
Wenn ja, offensichtlich nicht genug. Nur noch Zucker. Zucker. Marine. Ja, wir bauen Panzerschiffe, in der Tat. Scheinbar nicht genug. Eine 80er Defensive. Hätte er wohl ordentlich Leute umbringen können. Wer auch immer an. Also der Teufel holen. Dann haben wir die Grabeninfanterie. Ach, Österreich kapituliert. Das ist eher schlecht für uns als gut. Immer noch dieses blöde Okzitanien befreien. Hätte ich nicht nehmen dürfen. Das war unschlau. Wir haben 1200 potenzielle Soldaten unter ihrem Trupp vereint. Da muss man irgendwas tun. Leider ist der Franzose ja gegen und nicht für mich. Ich wäre fast bereit, darauf zu verzichten. Ja, fast bereit. Ich mache keinen weißen Frieden. Das kannst du dir in die Haare schmieren. In 7 Monaten muss der Krieg vorbei sein, weil dann will ich meine Armee aufbauen. Eigentlich will ich bis dahin auch die Geschichte hier mit den Roten machen. Aber das beim nächsten Mal. Ciao.